In diesem Video möchte ich euch die Fernbedienung vom Tesla Model 3, also den Key Fob, vorstellen. Ich zeige euch, was sich in der Verpackung hier befindet, wie man ihn mit dem Fahrzeug koppelt und wie er genau funktioniert. Außerdem hat Tesla noch eine kleine Überraschung parat in der neuesten Generation. Da möchte ich ebenfalls drauf eingehen. In der Packung hier befindet sich der Tesla Model 3 Key Fob. Sieht ganz hübsch aus, wie ich finde. Hat Tesla sich einiges einfallen lassen. Hier an der Seite sieht man eine kleine Einkerbung. Also ich habe das schon mal aufgemacht, ich habe es mir schon mal angeguckt. Zeige ich euch gleich, weshalb ich das gemacht habe. Hier steht mal ganz hübsch Tesla drauf, spiegelt sich. Der Rest von der Verpackung ist matt. Hier oben ist eine 3 drauf. Ansonsten kann die eigentlich nicht sehr viel. Kann man mit einer Hand öffnen und da drin befindet sich der Key Fob. Hier oben irgendein Aufdruck, wo ich keine Ahnung habe, was es bedeuten soll. Ja, und den Key Fob kann man hier aus der Packung rausnehmen. Die kippt dann nach hinten. Das wäre Apple, glaube ich, nicht passiert. In der Packung drin befinden sich 2 Batterien. Eine habe ich schon eingebaut. Die ist normalerweise hier unten drin. Das sind CR032er Zellen hier drin. Und hier haben wir dann den Key Fob. Sieht aus wie ein kleines Model 3. Ich finde ganz hübsch, ist recht klein, liegt ganz gut in der Hand. Die Funktionen, da komme ich später noch drauf zu, die liegen hier vorne und hier hinten und hier zum Fahrzeug aufschließen. Hier unten steht Tesla drauf. Da wird sich vielleicht der ein oder andere wundern. In früheren Generationen stand hier nämlich Model 3 drauf. Das hat was mit der Überraschung zu tun, von der ich gesprochen habe. In der neuesten Generation unterstützt der Key Fob nämlich Passive Entry. Das heißt, man kann zum Fahrzeug hinlaufen und einfach die Tür öffnen, ohne irgendeine Taste betätigen zu müssen. Es gibt auch noch einiges interessantes Zubehör zum Key Fob. Also falls jemand die Befürchtung hat, der könnte ihm irgendwie aus der Hand rutschen, was glaube ich relativ schnell passieren kann, kann man hier hinten eben auch noch irgendwelche Laschen befestigen. Genauso gibt es noch diverse Leder- und Silikonhüllen und so weiter. Da werde ich euch auch was unten in der Videobeschreibung verlinken. Und ja, dann könnt ihr euch einfach mal umschauen, was euch da gefällt. Damit der Key Fob funktioniert, muss man noch die Batterie einlegen. Das möchte ich euch jetzt auch zeigen in dem Video. Dazu muss man hier hinten mit einem Schraubenzieher rein und das so ein bisschen nach oben klipsen, sage ich jetzt mal. Dann kann man das hier so wegziehen und ihr seht hier schon die Batterie drin, die ich vorhin eingebaut habe. Hier hinten kann man übrigens noch eine Lasche einhaken, mit der man den Key Fob tatsächlich als Schlüsselanhänger oder am Handgelenk tragen kann, damit man ihn nicht verliert, weil Key Fob bedeutet ja eigentlich Schlüsselanhänger, aber leider hat Tesla hier ab Werk keine Möglichkeit vorgesehen, um den Schlüsselanhänger tatsächlich irgendwo einen Schlüssel dran zu machen. So, und so habe ich schon wieder zugeklipst und dann können wir das Ding mit dem Auto verbinden. Um den Key Fob hinzuzufügen, brauchen wir noch eine Tesla Keycard vom Fahrzeug. Die habe ich hier jetzt auch bereitgelegt. Als nächstes gehen wir ins Fahrzeugmenü und wählen hier den Punkt Verriegelung. Genau, und hier sehen wir die vorhandenen Schlüssel. Und dann drücken wir hier oben auf das Plus. Dann sehen wir hier Schlüssel oder Schlüsselkarte hinzufügen. Und hier unten steht, den neuen Schlüssel hinter dem Getränkehalter scannen. Das machen wir jetzt mal. Dann haben wir hier den Key Fob, den legen wir hier hinten hin. Dann steht jetzt hier, vorhandene Karte berühren, um Kopplung zu erlauben. So sieht das Ganze aus. Dann nehmen wir die vorhandene Karte hier. Und dann haben wir hier einen neuen Key bekommen. Der heißt jetzt Unknown Key. Den können wir jetzt noch umbenennen. Das mache ich jetzt ebenfalls. Dann gebe ich dem einen neuen Namen. Den benenne ich dann zu Julia Key, dass ihr auch was sehen könnt. Key Fob. Speichern. Julia ist meine Frau und das wird dann ihrer werden, damit es für sie auch ein bisschen bequemer ist, wenn sie im Auto unterwegs ist. Dann braucht man kein Handy, sie braucht keine Schlüsselkarte, die sie an die B-Säule halten muss. Und das Ganze wird ein bisschen einfacher. Und dann probieren wir jetzt gleich mal aus, wie das funktioniert.
Wie ihr sehen könnt, ist das Fahrzeug abgeschlossen, die Spiegel sind angeklappt. Dann schauen wir mal, ob wir das jetzt mit dem Key Fob aufmachen können. Dazu drücken wir auf dem Dach zweimal drauf. Ihr seht es blinken und ihr seht, die Spiegel sind auch aufgeklappt. Dann schauen wir mal, ob wir wieder abschließen können. Dazu müssen wir einmal drauf drücken und dann ist er wieder abgeschlossen. Hat ganz gut funktioniert. Dann drücken wir hinten zweimal drauf. Können wir die Heckklappe öffnen. Hat auch funktioniert. Das gleiche geht vorne mit der Scheibe, mit der Frontscheibe hier. Zweimal drauf drücken, dann öffnet sich vorne die Haube. Und dann habe ich ja vorhin noch von einer weiteren neuen Funktion gesprochen. Mit dem Key Fob kann man nämlich auch die Ladeklappe öffnen und anscheinend auch die Verriegelung öffnen, wenn hier ein Ladekabel eingesteckt ist, so wie es jetzt bei mir gerade der Fall ist. Dazu muss man anscheinend hinten länger drauf drücken. Hat funktioniert. Wie ihr sehen könnt, ich kann das Ladekabel abziehen. Muss mal kurz auf den Boden legen. Und schauen wir mal, ob er nochmal irgendwas... geht von selber zu. Aber dann versuchen wir jetzt mal, das nochmal zu öffnen. Jawohl, geht auch. Das ist in meinen Augen eine Riesenerleichterung, weil das kann man ansonsten entweder nur im Auto machen oder über die App. Und jedes Mal das Handy aus der Tasche zu kramen, ist doch nicht ganz so einfach. Dann möchte ich euch noch zeigen, wie das mit Passive Entry funktioniert. Dazu habe ich den Key Fob einfach in meine Hosentasche gesteckt und öffne jetzt hier die Tür. Und wenn man wegläuft, schließt sich das Auto auch wieder ab. Das ist dann doch irgendwie deutlich praktischer, wenn man vom Einkaufen kommt, irgendwas in der Hände hat und das Telefon nicht aus der Tasche nehmen kann. Also ich denke, das ist ganz gut. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war das Video über den Tesla Model 3 Key Fob in der neuesten Generation. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst uns ein Like bei dem Video, abonniert den Kanal. Wenn ich irgendwas vergessen habe oder wenn es Fragen gibt, einfach unten in die Kommentare reinschreiben, dann schaue ich, dass ich das bald beantworten werde. Danke fürs Zuschauen. Ciao!